Schimmel, der Horror eines jeden Hausbesitzers und jeder Hausbesitzerin. Wie gut, dass es das Rotkalk-In-System Klimaprotect gibt, das sowohl präventiv, also im Vorfeld, als auch in der Sanierung Schimmelbildung wirksam verhindert. Wir zeigen euch in der Knauf-Akademie Schritt für Schritt, wie ihr eure Innendämmung fachgerecht und damit sicher einbaut. Also der Teufel steckt oftmals in den Wänden. Lieber Peter, in welchem Zustand ist denn hier unsere Demowand? Ja, wir haben hier einen Altbau, in dem hat es ordentlich geschimmelt hier unten in den Ecken. Und jetzt haben wir fachgerecht unsere Tapeten entfernt, den Schimmel fachgerecht saniert und jetzt wollen wir natürlich präventiv arbeiten und deswegen haben wir hier die Klimaprotect-Leute dabei. Und dafür müssen wir natürlich grundlegend erstmal klären, was ist denn Schimmel überhaupt und warum schimmelt es? Es schimmelt meistens, für einfach gesagt, wenn es zu feucht ist, stehende Luft zum Beispiel, Feuchtigkeit, Oberflächentemperatur stimmt nicht, bildet sich Tauwasser auf der Oberfläche und dann kann es relativ schnell zum Schimmel kommen. Mit der Klimaprotect-Leute können wir das einmal super verhindern. Wir haben die beste Schimmelprävention, die wir hier bieten können in unserem System, haben hier eine tolle Systemkomponente in Verbindung mit Kleber, Füllmörtel und Oberflächenmaterial, was wir da noch zeigen. Super, du hast es schon angesprochen, das ist keine normale Styroporplatte, sondern eine extra dafür angefertigte Platte. Was haben wir an Produkten und Werkzeugen sonst noch für unser Vorhaben? Ja, an sonstige Produkte, was wir noch haben, außer die Platte selbst, ganz normal unser Werkzeug, Kelle, Glättscheibe, aber eine Zahnglättscheibe mit einer Zentimeter Zahnung. Haben hier ein Dichtungsband, einmal unseren Rotkalk-System in Klebemörtel und passend dazu auch den Füllmörtel, falls man mal Fehlstellen ausbessern muss. So, dann kannst du schon mal mit dem Dichtungsband anfangen. Okay, Wasser in den Eimer, Trockenpulver dazugeben, verquirlen, bis das Material sauber vermischt ist. Anschließend das Material mit der Zahnglättscheibe auf die Platte auftragen, die Platte dementsprechend an die Wand anbringen. Wichtig, Eckverzahnung und einen 20 cm Stoßversatz einzuhalten. Wie dick müssen wir das jetzt auftragen? 5 bis 8 mm und vollflächig das Ganze. Bevor wir jetzt die nächste Reihe anbringen, wie kann ich mir diese Platten zurechtschneiden? Muss ich da irgendwas beachten? Muss ich wenig beachten. Ich brauche einfach nur ein Cuttermesser, ein handelsübliches Cuttermesser. Das kann ich ganz einfach mit einer kleinen Wasserwaage einfach sauber zurechtschneiden. Auf was zu achten ist einmal zum Beispiel hier hinten im Eck. Ich brauche hier immer einen Eckversatz. Das heißt, wenn ich hier mit einer ganzen Platte begonnen habe, muss ich später mit der ganzen Platte auf der Seite beginnen. Und einen Versatz brauche ich hier von 20 cm, damit ich keine durchlaufende Fuge habe. Den Klimaprotect-Platten und den Rotkalk-In-Klebemörtel haben wir jetzt mindestens 48 Stunden Zeit gegeben, um zu trocknen. Wir machen weiter mit der Grundierung. Was brauchen wir dafür? Ja, dafür brauchen wir die Aufbrennsperre, die wir im Verhältnis von 1:3 verdünnen. Das heißt, ein Teil von der Aufbrennsperre, 3 Teile Wasser. Verrühren miteinander und dann dementsprechend mit dem richtigen Malerwerkzeug, eine Rolle, ein Pinsel, ein Abstreifgitter, einmal die Wand hier durchgrundieren. Nach der Grundierung verwenden wir Rotkalkfein und das 4x4 Gewebe zur Armierung. Natürlich wieder die Frage, wozu und vor allem, wie wird es gemacht? Ja, für die Oberflächenfestigkeit zum einen, zum anderen, um Risse vorzubeugen. Dazu brauchen wir eine Zahnglättscheibe 5x5, eine Kelle, eine Flächenspachtel, das 4x4 Gewebe und den Rotkalkfein dazu. Nach mindestens 3 Tagen Standzeit für die Trocknung können wir mit dem Oberputz weitermachen. Welche Optionen haben wir denn jetzt hier? Ja, 3 verschiedene Optionen. Zum einen den Rotkalk-Filz mit verschiedenen Grundstärken, den Rotkalk-Glätte oder Rotkalk-Struktur 1,5 mm, der wie ein Scheibenputz aufgetragen wird. Und genau den zeigen wir jetzt exemplarisch. Dafür brauchen wir ja wieder Produkte und Werkzeug und deine Anleitung. Genau, dazu brauchen wir unser Produkt. Das vermengen wir mit Wasser und dem Quirl. Verrühren das Ganze, tragen das Material mit Kelle und Glättscheibe auf der Wand auf und strukturieren nach einer kurzen Ablüftzeit das Ganze mit einer Kunststoffscheibe. Und während du das finalisierst, fasse ich nochmal zusammen.
Ihr habt eine Kombination aus hochwirksamer Innendämmung und den zahlreichen Vorteilen des Rotkalk-Putzsystems. Außerdem, wie ihr gesehen habt, eine extrem einfache Verarbeitung der Platte und des Putzsystems. So ist Schimmel kein Thema mehr, egal ob ihr ihn sanieren müsst oder ob ihr ihn von vornherein vermeiden wollt. Ich mache mich jetzt auf den Weg zur nächsten Baustelle und zum nächsten Projekt und da sehen wir uns wieder.